Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Ein Bild, das einen Innovationsschub im Werk, im Œuvre des Gustav Klimt als Avantgardisten markiert, wie einige andere aus dieser Ära, aus dieser Phase auch. 1897, 98. Da beginnt Gustav Klimt sich ganz intensiv mit den Strömungen seiner Zeit auseinanderzusetzen, indem er das, was in Frankreich als Impressionismus Platz zu greifen beginnt, in sein Werk integriert und Möglichkeiten auslotet und nutzt, es sich zu eigen zu machen. Man könnte sagen, er saugt auf wie ein Schwamm, was da um ihn herum in Europa passiert. In den 1890er Jahren hat Gustav Klimt gemeinsam mit seinem Bruder Ernst Klimt hochrealistische Bilder hervorgebracht. Die Porträts dieser Zeit bestechen durch das Ausformulieren von Materialitäten, der Elfenbeinschimmer der Haut der Dame der besten Gesellschaft, die Materialien der Kleider, der Schmuck, das alles ist geradezu haptisch erfahrbar. Und nun eine Dame am Kamin, im sonst abgedunkelten Raum, ruhend, lagernd auf einer Chaiselongue, und wir können lediglich die Atmosphäre, die ungeheure Dichte dieses Geschehens anhand von feinster Modulation von Hell und Dunkel erleben und sehen. Das Licht, das vom Kamin über den ruhenden Körper dieser vor der Feuerstadt ruhenden Person in seiner Röte, in seiner Wärme geradezu spürbar wird. Und dann, nicht wie in der Plein-Air-Malerei der französischen Impressionisten, dieses Aufspalten in einzelne divisionistische Pinselschläge, ein Duktus, der so typisch werden wird, den Oscar-Claude Monet und Konsorten einbringen, sondern in dieser nebulösen, verschwommenen Intensität zeigt Gustav Klimt das Spiel von Licht und Schatten im beinahen Dunkel dieses Raums. Er, der Mitbegründer der Wiener Sezession, wird sich damit ein wenig loslösen von den Traditionen, die er so verinnerlicht hatte. An der K&K-Schule für Kunst und Industrie, heute Universität für angewandte Kunst, ausgebildet bei Ferdinand Laufberger, bei Victor Berger und Ludwig Minerode, wird er in der klassischen Form lernen, die Realität konkret, gegenständlich darzustellen, indem er sich abarbeitet, wie es damals üblich ist, nicht nur im Aktsaal am nackten Körper des Menschen, sondern auch an den Abgüssen von antiken, klassischen Skulpturen, Licht und Schatten, die dazu dienen, plastisch herauszuformen. Und nun das Licht als Phänomen, die Wahrnehmung, die es erlaubt, in den 2 Dimensionen des Tafelbildes. Er wird innerhalb kürzester Zeit, weniger Jahre, seinen Stil wandeln, um einen eigenen mitzubegründen, nämlich diese Wiener sezessionistische Ästhetik, die hoch ästhetisierend, ornamental, aufgelöst in die Raster des Quadrats. Ein querformatiges Bild, wenn wir das Spätwerk Gustav Klimts betrachten, in dem er das Quadrat als Insignum der von ihm mitbegründeten Künstlergruppe der Wiener Sezession einsetzt, und zwar sowohl im porträthaften Darstellen von Menschen als auch im Landschaftsdarstellen, als auch in den symbolistisch angehauchten Werken, die Leben und Tod bearbeiten, dann haben wir hier eine Vorstufe, die bereits den Weg weist und uns verständlich macht, wo es hingehen soll. Und sie steht für sich. Es ist die Beschäftigung mit neuen Ideen in der Kunst, und damit schreibt sich Gustav Klimt in die Kunsthistorie tief ein. Ein Bild, das in seinen feinen Modulationen, in diesem Spiel von Hell und Dunkel, in den Kontrasten, die sich in so einem eingeschränkten Farbkanon, in einem ganz engen Gehege bewegen. Ein Bild, das uns in dieser atmosphärischen Dichte zu fesseln vermag. Ein Blick darauf lohnt jedenfalls
Setzen Sie sich der Aura dieser feinen Modulationen von Hell und Dunkel aus. Wir freuen uns auf